Wie man unschwer erkennen kann, bin ich hier jetzt gerade am Rhein und genieße jetzt gerade mal so ein paar Sonnenstrahlen. Aber wir bewegen uns jetzt gleich zu meinem Auto, denn wir holen heute meine erste Wishlist-Pflanze für das Jahr 2022 ab. Wo es da genau hingeht, verrate ich noch nicht. Aber eins kann ich schon mal sagen, es wird mega geil. Da wird es mega unfassbare, coole Pflanzen geben. Und falls ihr diesen Shop noch nicht auf dem Schirm hattet, ab heute habt ihr ihn auf dem Schirm. Let's go! Passiert. Hi. So, ich muss jetzt erstmal pinkeln. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Potplanter, eurem Kanal rund um die Pflanze. Und ich bin jetzt gerade bei varigata.de. Hier ist der Apollo, den nenne ich jetzt zuerst. Und das hier ist der Chris von varigata.de, wie gesagt. Und ja, ich bin jetzt hier, ich freue mich richtig hier zu sein, weil ich habe es ja gerade schon einmal gesagt. Wir sind hier, um meine Wishlist-Pflanze für 2022 jetzt mitzunehmen. Ich bin mega happy da drauf. Ja, der Chris, der hat die schon jetzt ein bisschen länger für mich hier gebunkert. Ist aber auch nicht schlimm, weil die wurde hier natürlich super gepflegt. Und das Krasse ist ja, ich wollte ja schon, ich weiß gar nicht, letztes Jahr in Februar, März irgendwie sowas vorbeikommen. Das ist auf jeden Fall schon länger her. Das ist schon ein bisschen was länger her. Ist aber auch nicht schlimm, weil ihr wisst es selber, mit Termine, mit Arbeit, mit hast du nicht gesehen. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier. Ich war auch schon mal zwischenzeitlich hier, um mal guten Tag zu sagen. Den Apollo habe ich da auch schon kennengelernt. Ja, richtig. Das hier ist übrigens kein Klavierlack, den ihr seht. Genau. Das ist ein Hund. Guck mal hier hoch. Ja, der ist gerade kuschelbedürftig. Auf jeden Fall bin ich jetzt, wie gesagt, hier und ich freue mich richtig, hier zu sein, lieber Chris. Und Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, hier sind mega krasse Pflanzen. Ihr habt vielleicht auch schon in der letzten Zeit bei der Sarah auf dem Kanal, dem Pflanzenorbit, das ein oder andere Video gesehen. Kanal verlinke ich auch jetzt nochmal hier unten in der Videobeschreibung. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich einmal hier durch, weil das haben die, glaube ich, jetzt noch nicht gemacht. Ne? Also die Pflanzen im Detail gezeigt. Weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich auch nicht. Müsst ihr einfach mal selber gucken. Falls ihr hier irgendwie was vermissen solltet, könnt ihr gerne mal bei der Sarah auf dem Kanal vorbeischauen. Wir gucken uns hier auf jeden Fall gleich mal alle Pflanzen im Detail nochmal an. Und da gibt es ordentliche Schätze. Wir haben letztens gezählt. Ich meine, da waren es um die 600. Okay. Also somit, wir haben Zeit. Okay, Zeit ist gut. Ich hoffe, ihr habt auch die Zeit. Ich auf jeden Fall und ich bin mega happy. Ich habe mir auch ehrlich gesagt noch die Pflanzen nicht im Detail angeschaut, um so selbst ein bisschen überrascht zu sein, was hier gleich alles so kommt. Und ja, jetzt gucke ich gerade einmal rum. Ja, Leute, auf jeden Fall, es wird richtig cool. Ich würde sagen, wir schnacken jetzt auch gar nicht mehr so lang, sondern geben direkt Vollgas, weil die Leute wollen was Pflanzen sehen. Genau, let's go. So, da steht der Potplanter direkt vor der Kamera und da ist der Chris und da ist das Objekt der Begierde Nummer 1. Und zwar haben wir da, liebe Leute, ja, so eine Art Indoor-Gewächshaus, kann man schon fast sagen. Ja, ne? definitiv, definitiv. Ja. Und hier vorne habt ihr so ein Podest, wo die ersten Pflanzen quasi anfangen, plus Hängepflanzen. Und würde ich sagen, gehen wir einfach mal ran da. Ne? Ich wollte gerade sagen, ihr seht, wir haben von allem so ein bisschen. Hier, diese Seite, eigentlich unser ganzer Raum, der variiert immer von Tag zu Tag. Und hier wird immer mal umgestellt von links nach rechts und hoch und runter und hin und her. Aber hier ja, ist momentan so eine unserer Lieblingsecken auch. Unter anderem, weil wir hier halt die Largeform Albo variegatas haben. Und ja, sind zwar noch klein, aber werden ganz groß. Ja, die sieht auf jeden Fall richtig cool aus hier. Ne? Ja, also hier, das Blatt ist, glaube ich, relativ Das ist neu, jetzt ein frisches Blatt. Ich wollte gerade sagen, das sieht man, das ist noch sehr weich, noch richtig hellgrün. Das wird jetzt nach und nach aushärten und hoffentlich ein bisschen größer als dieses hier werden. Ne? Somit klein zu groß. Also ja, es könnte schon ein bisschen mehr werden, hoffe ich zumindest. Ja, vor allem, wenn hier die Panaschierung erstmal so richtig durch ist. Ne, ja, richtig. Alleine bin echt gespannt, wie die Färbung nachher wird. Ja. Das kann man ja am Anfang immer sehr schwer zu erkennen, aber nach und nach wird es richtig angenehm. Ja, und vor allem Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ne? Aber gerade bei frischen Blättern sieht man die Panaschierung nicht sofort. Das heißt, wenn ihr mal irgendwo in einem Pflanzengartencenter etc. seid oder selbst mal hier bei Varigata, weil kommt ja auch der Hofladen. Ne? Definitiv. Genau. Genau. Wenn es langsam endlich warm wird. Ich gucke mal kurz raus, es regnet und graupelt gerade. Aber sollten die Temperaturen so weit gehen, dass wir ja
ich sag mal, ab 10 Grad nachts ist unsere Grenze so grob. Starten wir mit dem Onlinehandel und natürlich auch mit den Hofläden. Ja. Hofladen, wenn ich das richtig verstanden habe, da gibt es einen Termin, meistens Genau. an einem Wochenende. Da habt ihr quasi die Pflanzen draußen und dann gibt es die Möglichkeit, nicht nur online nach Pflanzen zu stöbern, sondern auch live und in Farbe. Richtig, das hier heißt, vor so Ort. gesehen, so einen Raum wie hier haben wir dann auch draußen in unserem Wintergarten aufgebaut und da ist halt auch von bis und da kann man sich komplett aussuchen. Habt ihr schon Termine jetzt am Start? Oder? Nein, offiziellen Termin noch nicht. Wir hoffen, dass der Wettergott uns gnädig ist und sagt, irgendwie Mitte März soll es sogar schon 25 Grad werden. Okay. Dann könnte es natürlich auch schon Mitte März passieren. Okay, das hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Wenn ihr dabei sein wollt, geht auf jeden Fall mal auf varigata.de oder ich blende es mal unten ein, auf dem Instagram-Profil, varigata.de heißt Genau, das auch, ne? richtig. Genau, und da könnt ihr mal draufklicken und da bekommt ihr auf jeden Fall die besten und die neuesten News, die man so kriegen kann. Ja, auf jeden Fall. Und ich werde auf jeden Fall auch dabei sein, hatten wir schon mal drüber Ja. gesprochen. Und guckt auf jeden Fall auch vorbei, ich würde mich freuen, der Chris wird sich natürlich auch freuen. Und Definitiv. Wer aus Umgebung Ruhrgebiet kommt, definitiv. Für den lohnt es sich immer. Aber auch für Leute, die von weiter weg kommen, lohnt es sich auch. ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir die Pflanzen hier angucke, dann will ich gar nicht wissen, was es dann noch hier in dem Hofladen geben wird. Und ich werde auf jeden Fall auch dabei sein und ich finde es halt immer geil, gerade so eine neue Community, die ja jetzt so in den letzten Jahren immer stärker wurde, Ja. da auch so ein Stück weit Teil von zu sein, ist eine coole Sache. Deswegen nehmt euch nichts vor, im März, eventuell im April, Mai oder Juni, haltet euch die Wochenende frei. Ihr werdet auf jeden Fall dabei sein und glücklich sein. Genau, und wir werden es rechtzeitig ankündigen, ganz einfach. Okay, und jetzt machen wir hier an dieser Stelle weiter Ja. mit... Zum Beispiel dem großen. Das ist der José Bueno. Bruno, nennen wie du willst, jeder spricht ihn anders aus. Bruno. Das ist auch wieder so ein Thema. Ne? Ja, genau. Aber das ist so einer, wie schon hauptsächlich, was ihr alles hier seht, sind größtenteils unsere eigenen Sammlungen. Ne? Wir haben ja selber diese verrückte Pflanzenleidenschaft entwickelt und ja, immer größer, immer schöner, immer weiter. Und das, wie schon gesagt, ist einer, wobei das sind nicht nur einer, das sind, lass mich nicht lügen, das sind 3. Deswegen wirkt er natürlich so ein bisschen imposanter und ja, füllt den Topf natürlich ein bisschen mehr aus als jetzt so ein kleiner Mini-Steckling. Auf jeden Fall. Und die Panaschierung ist da auch so sehr stabil, würde ich sagen, oder? Definitiv, siehst du ja. Ne? Da ist von allem so ein bisschen. Und ja, also eine sehr dankbare Pflanze, definitiv. Ja. Lückenfüller haben wir überall. Ne? Jeder, der es kennt, oder beziehungsweise jeder von euch wird es kennen, ne? Man hat nie genug Platz für Pflanzen. Und da nutzt man jede Lücke und stellt mal irgendwelche kleinen Sachen dazwischen. Ein paar Syngonien, die nehmen immer so ein paar Lücken ein. Hier hinten steht ja, so ein kleiner Splendid. Oben hängt was. Ich sage, von allem so ein bisschen haben wir hier verteilt. Und hier drin kommen Ja. wir dann auch direkt. Das ist so unsere kleine Schatzkammer. Deswegen dieses Gewächshaus, das habe ich mal selber gebaut. Und ja, weil wir halt aufgrund der Menge der Pflanzen einfach mehr Platz brauchten und halt die erhöhte Luftfeuchtigkeit einfach das Wurzelwachstum und das Wachstum der Pflanzen einfach im Gesamten sehr gut tut, ja, haben wir uns halt dieses kleine Indoor-Gewächshaus gebaut. Klein in Anführungsstrichen. Ja, ich sehe ganz viele Monsteras. Genau, sind unterschiedliche, sind zum Beispiel die Indonesien Marble, Adansoni, eine Esqueleto, da hinten siehst du eine Castanianum, irgendwo dazwischen noch versteckt. Was sehe ich denn da selber noch? Ja, Eine kleine, Varigata sogar. genau, richtig. Da ist eine kleine Thai. Und ansonsten muss ich selber mal um die Ecke lunkern. Da steht so vieles. Irgendwann verliert man auch den Überblick. Ja, ich sehe Als auch Pflanzen-Messi. zwischendrin auch so ein paar Karnivoren, habe ich gesehen. Ja, genau. Das ist echt so unser Geheimtipp für Trauermücken. Ja. So, wir haben damit mal irgendwann angefangen, ja, wie jeder das Problem hat mit den Trauermücken, dass man nicht weiß, wie kriegt man es am besten weg, versucht man es mit Gelbstickern. Das klappt durchaus, es kann klappen, aber ja, da klebt man selber immer dran oder Blätter bleiben dran kleben und da haben wir irgendwann gesagt, nee, wir suchen eine Alternative. Und irgendeiner hat uns dann gesagt, ja, versuch mal Karnivoren. So, fleischfressende Pflanzen. Und dann haben wir sie mal uns geholt und ja, seitdem, die fressen uns die Terrarien sozusagen, die Trauermücken weg. Kann ich nur empfehlen, Genau, ich habe zu Hause nämlich auch. Ich habe ein Fettkraut, da sind die Blattoberflächen halt total klebrig, da bleiben die dann hängen. Dann habe ich auch so eine Sarracenia, ist das ja hier, das ist eine Sarracenia, purpurea, glaube ich. Auch eine richtig coole, ist so ein, nicht Schlauch, heißt das Schlauch oder Kannen? Ich glaube Kannen. Kannenpflanze müsste es sein, ja. Das heißt, die haben hier oben ihre Öffnungen und die Wände sind im oberen Bereich dann sehr, ja, ich sage immer glitschig, ne? Und dann gehen die da rein aufgrund des Lockstoffs, der dann von der Pflanze produziert wird. Und dann rutschen die da rein und werden dann ordentlich ja, verdaut. Genau. Da vorne in der Ecke haben wir ein Fettblatt, oder Fettkraut. ja, Sehe ich da gerade. hinten, ja. Davor ist noch ein Sonnentau. Genau, Sonntag auch mega cool.
Ja, die sind jetzt momentan wieder etwas gebeutelt. Wir haben sie mal vergessen zu gießen. Ja. Die sind ja sumpfig. Genau. Ja, Sumpfpflanzen, die brauchen eigentlich immer wirklich Wasser. Ja. Ja, und deswegen haben wir in den Untersätzen immer so einen kleinen Wasserstand drin stehen, weil die brauchen es einfach klitschnass. Ne, das ist halt genau das Problem. Alle anderen brauchen es halt gar nicht, aber diese brauchen es. Und da muss man halt mal kurz umdenken. Und halt Dünger brauchen die auch gar nicht. Da darf man also nicht mit Düngerwasser dran gehen, weil die holen sich den Dünger über die Fruchtfliegen oder in dem Sinne Trauermücken. Ja, und Gießwasser? Genau, wir nehmen eigentlich nur Regenwasser mittlerweile. Einfach auch mit dem Hintergrund, zum einen ist es halt kostenlos. Wir haben viele große Regentonnen dort im Garten positioniert, um das zu sammeln. Und zusätzlich kennt man das zum Beispiel auch, wenn man Blätter besprüht. Ihr müsst es eigentlich auch alle kennen. Man sprüht über die Blätter, um halt die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Und gerade bei samtigen Pflanzen bilden sich dann so Kalkränder. Das sieht nicht schön aus. Und deswegen, Regenwasser ist kalkfrei bzw. hinterlässt keine Flecken. Man kauft sich eine Pflanze für, was weiß ich, 400-500 Euro, lässt die dann ordentlich unter der Dusche stehen, mal für so, selbst wenn es so 2 Minuten sind, die ganze Geschichte trocknet und ihr habt überall auf den Blättern Kalkränder. Ja. Und das geht gar nicht, aber ihr wisst es selber. Ne? Von daher, hört drauf, was der Chris sagt. Ich sag's ja auch regelmäßig in den Videos, wenn ihr da irgendwas macht. Nehmt entweder stark gefiltertes Wasser aus einer Umkehrosmoseanlage oder weiß der Geier, was destilliertes Wasser geht auch, oder halt Regenwasser. Ne? Genau. Und Regenwasser ist halt am günstigsten, wenn man die Möglichkeit hat. Klar, nicht jeder hat einen Balkon, nicht jeder hat einen Garten. Aber wenn ihr die Möglichkeit irgendwie habt, euch im Notfall einen Trichter aus dem Fenster rauszuhalten oder Bekannte, Verwandte, die einen Garten haben, stellt euch da ein paar Gefäße auf, sammelt das Regenwasser und die Pflanzen werden es euch danken. Genau so ist das. Wenn man jetzt bei euch dann entsprechend sagen wir mal April, im April ist wieder schönes Wetter, so jetzt sind die ersten Pflanzen wieder bei euch im Onlineshop verfügbar, dann würde ich doch rein theoretisch hier so eine Pflanze, weiß ich nicht, wenn jetzt hier mal reinguckt, beispielsweise die hier, die Syngonia. Genau. So, jetzt hätte ich die Syngonia und die würde jetzt bei euch angeboten werden, richtig? Richtig, So. das ist sozusagen unser Standard. Wenn wir sagen, wir verkaufen eine Pflanze, dann, es hat nicht ohne Grund diesen transparenten Topf, einfach damit wir sehen können, wie ist der Wurzelstatus. Hier sieht man rundherum im Topf einfach gesunde, helle Wurzeln. Wir sehen hier eine gesunde Pflanze als auch einen Neuaustrieb. So, und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich sage, ja, okay, die Pflanze kann ich jetzt anbieten, kann die entsprechend fotografieren, in den Online-Shop schicken und dann kann die einer von euch bekommen, prinzipiell. Ja, das hört sich auf jeden Fall gescheit an. Besser als wenn man nicht weiß, wie da mit der Wurzel gerade so. Genau, das ist, deswegen sage ich, wir haben die Erfahrung selber gemacht, haben auch bei seriösen Händlern gekauft, die sich dann nachher als wer auch immer dann ausgetragen haben. Und da heißt es dann eigentlich so, lass die Pflanze bloß lange im Topf, die braucht jetzt erstmal Zeit zum Ankommen. Ja, das Problem ist, die war halt nicht bewurzelt. Und diese Zeit war das Todesurteil dann leider. So, und deswegen kauft euch eine vernünftig bewurzelte Pflanze, lasst euch die Wurzeln zeigen, wenn ihr sowas macht, auch bei Kleinanzeigen, all solche Sachen. Guckt, dass es eine gesunde, etablierte Pflanze ist, nicht irgendwelche Stecklinge, die gerade irgendwie vielleicht Ansätze von Austrieben zeigen. Ja, und nur um da vielleicht dann irgendwo nochmal 20 Euro zu sparen, Leute, gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus, ihr wisst es selber. Und nochmal der Appell an euch da draußen, die Scheiße verkaufen, hört auf mit der Scheiße. So, Definitiv. Und wir machen jetzt hier weiter. Wir machen jetzt hier weiter mit den Pflanzen, die hier noch so drin stehen, wie gesagt. Übrigens, Leute, wenn ihr hier mal irgendwie so was Crispiges seht, so wie jetzt beispielsweise hier, ne, die Karnivore, dann ist das so, ne? Hier wird das gezeigt, was jetzt gerade ist. Es ist natürlich. Es ist ein Naturprodukt und ist nichts maschinell hergestelltes. Da kann es halt mal irgendwo ein knuspriges Blatt sein, da kann mal irgendwo ein brauner Fleck dran sein. Hier sieht man zum Beispiel, das ist der Topf an der Monstera. Ja, das ist eine voll panaschierte Seite und voll panaschierte Seiten, die fangen stückweise an, dann irgendwann braun zu werden. So ist der das Lauf der ist Dinge. genau, das ist der Lauf der Dinge, das passiert, das können wir auch nicht verhindern. Wir haben das Mittel dafür noch nicht gefunden. So Leute, hier seht ihr eine Alocasia melo ist das. Ne? Ja, richtig. Boah, finde ich auch richtig cool. Ist aber nicht meine Wishlist-Pflanze für 2022. Die kommt später, liebe Leute. So, jetzt sind wir hier erstmal soweit durch oder haben wir hier noch irgendwas ganz Krasses? Ich denke mal, das Schätzchen da unten. Okay, das ist noch eine Pflanze tatsächlich für 2022. Vielleicht nicht in der Größe, weil das ist natürlich heftig. Aber eine Philodendron Florida Beauty. Ich weiß nicht, Leute, wie es euch dabei geht, aber mir geht schon ein bisschen einer ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn ich hier dieses Blatt beispielsweise sehe. Genau, besonders, was man hervorheben kann, sind halt schon adulte Blätter. In der Regel kennt man bei Social Media eigentlich nur so kleine Blättchen, die dann gerade vielleicht so kleine Öhrchen ausbilden. Ja, das sind einfach frische Cuttings, wo halt einer schnelle Geld sieht und egal was sofort abschneidet, um halt irgendwie wieder Geld daraus zu machen.
Ja, ich mag es einfach, dass Pflanzen auch mal wachsen können und dass man halt auch eine größere Pflanze einfach sieht. Mega geil. Ich sag mal, klar, das Ding könnte ich auch zigmal zerschneiden. Hätte jetzt ein Porsche wahrscheinlich vor der Tür. Ja. Aber, nein, das ist natürlich nicht. Aber ich finde es halt einfach schön, dass die auch mal große Blätter zeigen. Ja. Ich bin Freak und liebe große Blätter. Ja, so ist es geil. Ja, mega schöne Pflanze. Also, ja. Wie gesagt, kommt dieses Jahr auch noch sehr wahrscheinlich, aber heute geht es auf jeden Fall um eine andere Pflanze und erstmal um Pflanzen generell. Und deswegen sind wir jetzt hier erstmal durch und gehen weiter hier rüber. Da sind wir. Hier geht es nämlich gerade in die, wie hast du es gerade genannt? Die Big Leaf Collection. Da sind wir. Big Leaf Liga. Okay, Genau, die richtig großen krass. Trümmer. Ja, hier sind richtig fette Trümmer. Ihr seht es noch nicht, ihr seht nur die beiden Trümmer hier, aber ich zeige euch jetzt mal diese Trümmer. Und zwar, ja, Largeform Monstera deliciosa dementsprechend in Aurea. Hier ist zum Beispiel auch eine Mint. Ne, das sieht man halt schön, die sind wirklich so komplett gefleckt in unterschiedlichen Farbtönen. Wunderschön. Ja. Und der Rest, ja, die Monstera-Ecke, sage ich mal liebevoll. Also das Geile finde ich ja immer, gerade bei so großen Blättern, aber ist auch egal, wenn sie weit kleiner sind, aber man freut sich halt immer extremst darauf, wenn ein neues Blatt kommt. Weil man weiß ja einfach nicht, wie wird es. Nee, irgendwann freut man sich nicht mehr, weil man sich denkt, wohin mit dem Blatt noch, wenn es Oder halt groß so, wird. oder so. Hier sieht man es. Hier wird jetzt gerade ein neues Blatt immer größer. Ja, und ich bin jetzt schon am Platzproblem, wo ich mir denke, oh, verdammt, wo soll das noch hinwachsen? Und ja. Aber das ist heftig, ne? Auch jetzt hier so mit dem Licht und sowas. Also Ja, so viele. Sieht klasse aus. Ja. Definitiv. Also noch adulter geht es ja wohl nicht. Und wenn man sich das hier mal anguckt, diese Panaschierung ist ja halt auch mega geil. Ne? Vor allen Dingen ist immer wichtig, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und dann Genau. ist die Pflanze glücklich und ihr seid auch glücklich, weil ihr einfach länger was von der Pflanze habt, beziehungsweise von den schönen Blättern. Da hatten wir ja gerade schon mal thematisiert, ne? Dass die ganze Geschichte mit den stark panaschierten Flächen auf Blättern jetzt nicht unbedingt immer die pflegeleichtesten sind. Das heißt, ja, früher oder später werden sie leider einfach Knusprig. Ja, Das einfach- ist das Schicksal Ja. von großflächigen sektoralen Panaschierungen, richtig. Ja. Deswegen, also wenn ihr euch Pflanzen kauft, klar, möchte man gerne halt diese Flächenpanaschierung haben wie hier. Ich meine, das geht ja auch noch, ne? Weil halt Ja. relativ viel Grün mit drin ist. Genau, aber es ist halt auch noch ein relativ, ne, du siehst, das ist eigentlich das neueste Blatt. Das ist das Neueste, Deswegen, da hält es noch Ja. ein bisschen länger an, aber irgendwann wird auch Ja. leider dieser Bereich wegfallen. Ja, aber wenn du jetzt hier so ein Blatt hier hast, wo jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so eine starke Flächenpanaschierung ausgebildet ist, das hält sich auf jeden Fall länger, ne? Ja, das auf jeden Fall. Gerade diese marmorierten Marmorierten, Flächen, ja. die sind perfekt. Da ist es einfach, da weiß ich, das wird sich fast ewig halten. Ne, hier drüben auf der Seite kannst du es sehen, beziehungsweise hier, dieser kleine Ast, der hier rausguckte, als auch hier, ja, die sind natürlich, die waren voll panaschiert. Ja. Ja, und die knuspern dann irgendwann leider weg. Und das gefällt einem irgendwann nicht mehr. Nee. Mir jedenfalls nicht und dann muss ich das abschneiden. Und mit dem Schneiden kommst du dann gut klar, also die Pflanze erholt sich dann auch ganz gut davon. Siehst du, ne, also in der Regel, hier war der Schnitt. Leute, ihr seht es Ne? vielleicht jetzt nicht ganz gut, ich versuche mal so ein Ach, bisschen stimmt. zu dunkeln. Ja. So, jetzt seht ihr es. Genau, hier war der Schnitt, wo ich es abgeschnitten habe und dann, ja, es knuspert weiter. Irgendwann kann ich hier wieder ein Stückchen abschneiden und wenn es an einem gesunden Bereich der Blattfärbung wieder ankommt, Dann ja, hört's da auf. hört es auf und dann lebt das Blatt ganz normal weiter, wie zum Beispiel halt hier. Ne? Und hier, ja, ich halte die Hand schon drüber, müssen wir natürlich gucken, ob es von der Belichtung auch wieder ist. Ja, es ist natürlich ein neues Blatt, auch in dieser großen Aurea. Ist jetzt noch klein, Ja. ne? Aber wir hoffen, dass es mindestens, ja, ich sag mal, Klein. so groß wie das hier. Ja, die Leute zu Hause denken sich, ja, sehr klein. Ja, ich drehe mal so ein bisschen das Licht weg, dann kann man es Ja, vielleicht ein bisschen also- besser erkennen. Ja, Leute, guckt euch das mal an hier, ne? Ja, das ist Das schon. ist schon heftig. Ich hatte mal gemessen, ich glaube, das größte Blatt, was wir hier derzeit haben, sind 62 cm Ja, im Durchmesser. Das ist krass. Ne, auch den Stamm, Ja. da siehst du schon, also da ist ein Cutting, was man da macht, das muss man, glaube ich, mit einer Astschere machen. Oder und mit der nicht- Axt, ne? Sag ich. Oder mit der Axt, ich wollte gerade sagen, Baum fällt und schon hat man dann ein Cutting. Aber das Problem gerade bei so großblättrigen Pflanzen, ja, wir haben eine große Blattfläche, aber in dem Sinne nur ein Stamm mit einer kleinen Wurzel, da wird es das Blatt meistens nicht schaffen. So, aus dem Grund sind große Cuttings eigentlich sehr problematisch zu bewurzeln, weil einfach ja eine riesen Blattoberfläche viel Wurzelmasse benötigt zum Leben. Aber ja, ich will sie gar nicht schneiden, ich will sie behalten. Ich stehe auf große Blätter. Ja, es sieht halt auch einfach cool aus, ne, wenn man so ein Ding dann stehen hat, Definitiv. wie wir jetzt. Definitiv, ja. Ja. Okay, das war auf jeden Fall die Big Leaf Liga. Genau, zumindest ein Teil der Big Leaf Liga. Ja, Wir haben überall welche verteilt. Ja, hier ist so unsere erweiterte Fensterbank. Jetzt gerade, ja, die Rollos sind zum Glück ein bisschen runter.
Haben wir nur für euch gemacht, damit das Gegenlicht nicht so kommt. Aber ja, eigentlich unsere Fensterbankerweiterung, weil ja, Pflanzen mögen es am Fenster bei natürlichem Licht einfach am besten. Da kann, egal wie toll die Pflanzenlampe sein sollte, natürliches Licht ist unschlagbar. Ne? Ja, also deswegen, alles, was die Pflanze braucht. Ne? Genau, deswegen gucken wir halt, dass wir irgendwie immer die Fensterplätze erweitern, sodass man halt zumindest noch ein bisschen durchgehen kann, aber halt noch mehr drauf abstellen kann. Ja, also ich habe auch schon mal gesehen, irgendwie in einem Post irgendwo, ich glaube in einer Facebook-Gruppe, da haben Leute dann einfach ihre Fensterbänke so krass verbreitert, ne? Dass man da eigentlich Stützen drunter braucht, damit sie nicht umkippen. Ja, genau. Aber ich habe im ganzen Haus auf Wunsch meiner Frau die Fensterbänke um die doppelte Größe verbreitert, um mehr Abstellfläche zu haben. Ja. Kann ich jedem von euch nur empfehlen. Ja. Also egal was ist, nutzt jede Fensterfläche aus. Im Idealfall, da habe ich einen guten Tipp zum Beispiel auch, das habe ich vor kurzem bei Amazon gefunden. Ich mache jetzt mal Schleichwerbung, aber ich denke mal, der Stefan wird den Link auch irgendwo mal unten... Ich weiß noch nicht, was kommt. Vielleicht ja, vielleicht nein. Eine Teleskopstange. Wie so Ach, habe ich gesehen bei euch auf Instagram. Ja, richtig. Ja, ich hatte so, die würde prinzipiell von oben bis unten einfach eingespannt und hat dann halt Arme, um die dritte Dimension auszunutzen. Perfekt. Ich habe es gesehen, da sind dann auch verschiedene Stellflächen möglich, ne, dass man dann direkt deine Pflanzen... Ja, das ist cool. Das kann ich euch nur empfehlen, weil in der Ebene ist meist alles voll, also muss man rundherum ums Fenster sich das alles zustellen. Das ist cool. Ne? Ich blende es an dieser Stelle einmal ein, damit ihr so ein Bild davon habt. Genau. Ist eine coole Sache. Ich werde das Teil auch nochmal unten verlinken für die Leute, die jetzt da wirklich Bock drauf haben und das mal ausprobieren wollt. Und wenn ihr damit schon mal gute Erfahrungen gemacht habt, liebe Leute, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Definitiv. Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Genau, das war jetzt hier die kleine Fläche, ne, mit den großen Pflanzen. Genau. Wir haben es meistens so, diese Dinger, die bauen wir selber. Ich sag mal, ich weiß nicht, je nachdem, ob ihr handwerklich begabt seid oder dann halt die Partner haben, die handwerklich begabt sind oder im Familienkreis irgendwie, lasst euch so ein Ding bauen, da braucht man nicht für teuer Geld irgendwo kaufen, einfach so ein kleines Tischchen davor stellen und perfekt. Ne? Oder halt, ich sage, Kriegt man sowas bei euch im Shop? Ich überlege es noch. Ich habe mal drüber nachgedacht, sowas zu produzieren, aber da ist das Problem, jeder hat eine andere Breite. Da müsste man dann halt auch individuell irgendwas machen. Ich arbeite dran, vielleicht kommt mal irgendwann was, dann werdet ihr es allerspätestens auf unserem Instagram mal sehen, dass ich da Werbung drüber mache, aber sonst erstmal nicht, bastelt es selber. Do it yourself. Ja, genau, do it yourself ist immer gut. Die Esqueleto. Ja. Ist halt Großloch. Pflanze, sag ich mal liebevoll. Blatt, viel Loch. Genau, aber das Problem ist, man bleibt halt gerne mal in so einem Loch hängen und dann reißt es halt hier so ein bisschen ein. Wobei, die Pflanze wird überleben, es geht, ne, wie ihr seht, da passiert nichts mit. Aber man bleibt doch öfters mal dran hängen. Aber wie schon gesagt, die Esqueleto wunderschön und in diesem Jahr auf jeden Fall bei uns geben und wahrscheinlich auch bei den irgendwelchen Gartencentern. Okay, und preislich wird es dann auch mal ein bisschen runtergehen. Ist definitiv im bezahlbaren Bereich, wobei jeder hat ja seine andere Hemmschwelle, was ist eine bezahlbare Pflanze, ne? Deswegen. Aber die Preisdiskussion machen wir an dieser Stelle natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen. Jeder soll das für seine Pflanze ausgeben, wie er es gerne möchte. Genau, und was er kann überhaupt. Genau, ganz einfach. Ne? Es muss nicht immer das teuerste vom teuersten sein. Selbst die 5-Euro-Pflanze kann wunderschön wachsen und wunderschön sein und muss nicht die... Da habe ich gerade genau hier zum Beispiel. Eine wunderschöne Pflanze, kostet nicht viel. Eine Alocasia Dragon Scale. Und Leute, guckt euch das an. Kostet wirklich nicht mehr viel, ist fast in jedem Baum. Ich wollte gerade sagen, unter 20 Euro teilweise. Ja, locker. Ne? Ich glaube, ich habe es das letzte Mal irgendwie bei, ist auch egal wo, bei Hellweg, glaube ich, war es, für 9 Euro gesehen. Auch relativ groß. Und die ist einfach super schön, muss nicht immer teuer sein. Ne? Definitiv. Und die steht auch zwischen den teuren Pflanzen. Einfach hier so eine günstige Pflanze, muss nicht immer teuer sein, Leute. Wobei, jetzt kleiner Disclaimer, die war mal teuer, weil die war panaschiert. Ich betone war, ist sie nicht mehr. Ich würde sagen, reingeschissen. Ja, deswegen. Also jetzt ist sie halt nur noch 5 Euro wert. So, und jetzt gehen wir hier rein. Denn hier ist das nächste Indoor-Gewächshaus mit wunderschönen Pflanzen. Jetzt ist mir aus der Entfernung schon die hier aufgefallen. Die Varroqueano oder auch Queen genannt. Ja, Queen, wobei alle Leute ja eigentlich immer meckern, wie man aus dem Wort Varroqueanum eine Queen machen kann. Aber ja, Queen und King, die Varro und der Veitchi, ist so ein Mythos der Pflanzenlobby. Ja, das ist wunderschön. Ja, ich finde es auch schön. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir jetzt auch eine bestellt, aber dazu in ein paar Wochen mehr. Und hier ist gerade 74% Luftfeuchtigkeit bei etwa. Jetzt hat man gerade die Tür ein bisschen auf, wahrscheinlich ist ja ein bisschen mehr normal. Genau, normalerweise haben wir immer so 23, 24 Grad, teilweise auch 25 und eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit von 80 bis 90%. Ja. Es sind halt klimatisch die besten Bedingungen einfach, um
ja, für uns, wir sehen es natürlich auch effizient an. Bei den Temperaturen, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit lassen natürlich die Wurzeln mehr sprießen, mehr Blätter, mehr Luftwurzeln. Ist für uns natürlich einfach viel angenehmer. Den Pflanzen geht super, die vertragen es, kriegen viel Licht, viel Wärme, viel Luft. Und ja, gerade hier sind ja überwiegend auch Pflanzen drin, die jetzt gerade zur Bewurzelung hier drin stehen. Ne? Und, aber übrigens zu den ganzen Gegebenheiten, auch hier draußen, was jetzt gerade hier für Luftfeuchtigkeit, Temperaturen und sowas herrschen, da kommen wir später drauf zurück, damit ihr auch wisst, ja, mit was für einem Klima die Pflanzen hier auskommen, ohne dass man da jetzt großartig zaubert. Ich wollte gerade sagen, in der Regel keine Pflanze braucht diese Luxusbehandlung. Alle Pflanzen wachsen auch bei normalen Gegebenheiten ohne Kunstlicht, ohne hohe Temperaturen und so weiter. Das ist halt einfach etwas langsamer. Genau, man kann sich da immer einen riesen Kopf drum machen und viel, was weiß ich, Technik einbauen und Luftfeuchtigkeit hoch und hast du nicht gesehen. Aber am Ende des Tages gibt es so ein paar Besonderheiten, da muss man, wenn man die beachtet, dann braucht man auch nicht mehr die ganz krassen Sachen. Ne? Absolut. So, genau. Und jetzt machen wir hier weiter und gucken uns das hier mal an. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Das sind die, wie heißen diese Boxen? Liebevoll, das sind unsere Wetstick-Boxen eigentlich. Ja. Und wir haben sie auch letztes Jahr oder zum Ende letzten Jahres auch im Online-Shop gehabt als Überraschungs-Cutting-Kisten. Ja. So, und ein paar von euch werden es wahrscheinlich kennen. Die Überraschungskiste halt. Ne? Eine kleine Kunststoffbox mit ein bisschen Moos und ein paar Wetsticks und Cuttings drin. Ja, aber die wenigsten wissen, was raus wird. Es ist halt Faktor Zeit. Ne? Man muss einfach warten und irgendwann kommt's. Und ja, das ist so, wird definitiv auch, weil die Nachfrage sehr groß war, werden wir für dieses Jahr auch wieder massiv promoten, damit jeder von euch die Chance hat, mal so eine Überraschungskiste zu bekommen. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig cool, Leute, weil einfach eine Pflanze anklicken und die bestellen, macht schon Spaß. Aber Sachen zu bestellen, wo man noch gar nicht hundertprozentig weiß, was da ankommt. Genau, zum ersten, man weiß nicht, was es ist und wie es austreibt und wie lange es eigentlich dauert. Ja. So, ich habe da, glaube ich, auch mal ein Video darüber gemacht, über so einen Import, wie lange der Import von Pflanzen eigentlich dauert, bis man sie in diesem Zustand hat, dass ihr sie kaufen könnt. Und das kann man mit diesem, ich sag mal, Do-it-yourself-Bastelkasten eigentlich immer selber im eigenen Leib erfahren, wie lange sowas eigentlich dauert, um aus so einem kleinen Stück Stamm eine wunderschöne Pflanze zu ziehen. Ja, und ich denke gerade auch für Leute, die jetzt gerade neu anfangen mit diesem Pflanzengame, ja, die kaufen sich dann in der Regel ja irgendwie etablierte Pflanzen und da kann man halt auch nochmal sehen, wie das Ganze so von einer ganz kleinen Pflanze, beziehungsweise von so einem Wetstick, dann auf einmal austreibt, was man dafür machen muss. Und da vergehen so ein paar Tage, bis man die dann etabliert irgendwann hat. Richtig. Ja. Und dafür ist das auf jeden Fall eine richtig coole Sache und generell so dieser Überraschungseffekt einfach. Ne? Auf jeden Fall. Was da rauskommt, vielleicht ein richtig cooles Blatt, vielleicht hat man auch Glück und da kommt vielleicht nur was Panaschiertes raus. Richtig, ne? Genau. Eine coole Geschichte. Und genau, und jetzt gucken wir, das hier, liebe Leute, ist eine Pflanze, die kriegt da nicht hinterhergeschmissen bei Rewe oder irgendwo sonst, sondern das ist eine, ich sag mal, Luxus-Hobby-Sammler-Pflanze, kann man so sagen. Ja. Ja, das ist die Billitel variegata und was hat die momentan so für einen Wert in dieser Größe, was schätzt du? Vierstellig. Sagen wir es mal so, das sollte reichen. Hohes Vierstelliges. Ja. Ist auch gar nicht so schwer, gar nicht so einfach, die zu vermehren. Momentan, ich wollte gerade sagen, ist sehr schwer dran zu kommen und halt auch, man sieht es auch hier, der Wuchs in der Pflanze selbst ist sehr kompakt und da ist es halt definitiv auch massiv schwer, da ein Cutting zu bekommen. Okay, Leute, an dieser Stelle auf jeden Fall mega viele Pflanzen und so viele Pflanzen, dass ich glaube, dass das Video an dieser Stelle einfach mal richtig eskaliert ist und damit es jetzt nicht zu lang geht, geht's morgen oder übermorgen weiter.